Hallo Freunde des klemmenden Bausteins. Ich bin Dynamic Bricks und gleich geht's hier richtig rund, denn es wird hier drüben bei der Drehscheibe weitergebaut. Also los geht's. Als erstes tausche ich eine der Baseplates gegen eine doppelt elektrifizierte Baseplate aus. Auf diese Weise muss ich nicht durch irgendwelche Lücken Kabel hindurchquetschen und kann im Zentrum die Technik verstauen. Wie man eine Baseplate so elektrifizieren kann, habe ich mal in einem eigenen Video gezeigt, welches ich euch hier verlinke. Verkleidet wird das Zentrum mit dieser runden Konstruktion, bei der die Steine auf einige Technikachsen gesteckt sind. Wegen des ganzen Gequetsches dürfte die Bautechnik wohl als illegal gelten. Doch zunächst möchte ich euch den Schleifkontakt zeigen, über den der Lichtsensor angeschlossen wird. Die Idee war, dass zwei möglichst steife Stücke von Pneumatikschläuchen gegen zwei Windenelemente gedrückt werden. Die Elektrifizierung der Teile ist recht einfach. Durch die Schläuche bzw. die Löcher in den Winden werden die Kabel geführt und die herausstehenden, nicht isolierten Kabelenden mit Aluminiumklebeband eng umwickelt. So muss dann noch nicht einmal gelötet werden. Über die Pins sollen die beiden Abnehmer versetzt werden können, sodass sich der Schleifkontakt schließen und öffnen lässt. In der Drehscheibe wird dann zuerst die Schleiftrommel angeschlossen. Danach folgt das Getriebe mit diesem klassischen 9V Powermotor. Die Schleiftrommel kommt natürlich obendrauf in die Mitte. Dann kommt die Verkleidung, in deren oberen Kranz jetzt ganz viele 1x1 Roundtiles eingesetzt sind. Mit diesem aufgesetzten Drehkranz bilden diese zusammen ein Kugellager mit einem sagenhaft niedrigen Reibungswiderstand. Darauf kommt dann das insgesamt 63 Noppen lange Schienenstück, was einfach eine große, gesnottete Steine und in Teilen auch Technikkonstruktion ist. Der Rest der Schiene kommt mit diesen beiden Verkleidungsteilen, die in der Mitte aufgesteckt werden. Und bei denen mir dieser Konstruktionsfehler unterlaufen ist. Da ich die Trommel so stecken lassen wollte, habe ich die Achse einfach gelassen und in die Mitte einen Steg zum Überqueren des Gleises gebaut. Auf die Noppen an den Seiten kommt noch ein Kontrollstand, aber das mache ich irgendwann später. Auch Leitern und Verkleidung am Rand werde ich später noch ergänzen. Die äußere Verkleidung soll zudem am Rand farbkodiert werden, sodass der Lichtsensor anhand des Messwertes seine Position ausreichend genau bestimmen kann. Diese Herausforderung werde ich mir später annehmen und bin erstmal froh, dass die Übertragung mit dem Schleifkontakt funktioniert. Und dass die Schwankungen tatsächlich Messwerte sind und nicht aus Wackelkontakten stammen, sieht man, wenn diese improvisierte Blende den Sensor abdeckt. Anderes hätte mich auch überrascht. Den Verlauf der Gleise 2 und 4 habe ich etwas geändert, sodass die Abstellgleise jetzt alle in unregelmäßigen Abständen zueinander liegen. Mit Schienen von Trixbricks und deren exotischen Längen lassen sich diese perfekt zur Drehscheibe hin abschließen. An den geraden Stücken dahinter werden immer mal wieder Anpassungen vorgenommen werden, da ich noch Module für Sektor Rot entwerfe und die Übergänge bei den Schienen noch nicht feststehen. Hier vorne wurde die Schienenkreuzung elektrifiziert. Im Wesentlichen sind es Drähte, die sich von außen an das Aluminiumklebeband auf den inneren Schienen drücken. Daneben kommt auch schon die erste umgebaute Weiche, die jetzt nach außen abzweigt. Die kleine Lücke dahinter zur Kurve hin schließe ich mit dieser S2-Schiene mit Aluklebeband. Für den Umbau der Weichen habe ich die Methode von GJ Bricks auf 9V Weichen angewendet. Sein Video ist in der Beschreibung verlinkt. Ich habe mich für diese Methode entschieden, da sie nur wenige kurze Schnitte benötigt. Beim Zurechtstutzen der Metallschienen musste ich etwas aufpassen und die scharfen Kanten habe ich überklebt, um an Zügen die Räder zu schonen. Der abzweigende Strang weist im Vergleich zu R40-Kurven eine Abweichung auf. Die kann ich aber in Kauf nehmen, da in meinem Schienenlayout beide modifizierten Weichen zu offenen Enden führen werden. Zurück zur Stadt. Auch hier im künftigen Hafenbereich in Sektor Blau habe ich die Schienen befestigt. Für die Stütze der Kurven habe ich RC-Tracks als Basis genommen, die mir zum einen die benötigte Höhe von einer Plate spendieren und zum anderen den kurvigen Verlauf. Das Ergebnis ist so massiv, dass ich den Tisch in der Ecke erstmal weglassen und so noch etwas länger die hintere Ecke mit einer bequemen Körperhaltung bebauen kann. Am anderen Ende des Hafenbereichs habe ich die Stützen der Gleise ebenfalls zum Teil mit RC-Tracks gebaut. Und auch hier hinten in Sektor Grün nimmt die Grundstruktur jetzt Gestalt an, wo ich viele dieser Raised Baseplate Rampen verstauen konnte. Sie bilden das Grundgerüst für weitere Module auf Baseplates wie diesen. Hier unten gilt es jetzt ein recht großes Loch zu befüllen. Und dabei wird mit Schiffsrümpfen die nächste Kategorie Steine zweckentfremdet. Sie können einerseits schön sperrig sein und andererseits habe ich für diese Rümpfe weiter nichts geplant.
Warum sie also nicht so nutzen? Diese modularen Mittelstücke lassen sich wegen ihrer Unterseite so wunderbar auf die Ränder der Baseplates im Hafenbereich setzen. Somit sind zumindest diese Rumpfteile noch recht nah am Wasser dran. Für den Rest gilt es, möglichst sparsam hauptsächlich die Schienen abzustützen, da meine großen Steine langsam knapp werden. Mit dieser Big Leg Box aus der Lego-IKEA-Kooperation kann ich zumindest nochmal gut etwas wettmachen. Die Plate Modifieds in Blau und Gelb an den Seiten der Gleise sind Halterungen für Dioden. Die beiden Enden der Schienen sind nämlich als Stoppgleise angelegt. Wie das funktioniert, ist in einem extra Video erläutert. Hier drüben beim geraden Stück vor der Schienenkreuzung waren noch einmal Anpassungen nötig geworden. Es hat sich herausgestellt, dass hier ein Höhenunterschied von einer Plate abfallend zur Kreuzung hin auftritt. Ich vermute, dass es mit den Tischen zusammenhängt und dass diese etwas schief stehen. Da die Neigung sich nur über 24 Noppen etwa bis zum Beginn der blauen Baseplate erstreckt, habe ich die S32-Schiene durch eine Kombination kürzerer Schienen ersetzt. Dadurch wird der Abschnitt flexibler und ich kann den Stützblock leicht neigen. So ist hier eine ganze Plate untergelegt. Am Technikstein ist es nur noch eine halbe Plate und das Ende des Blocks liegt direkt auf der Platte. Ab dort entspricht die Höhe dann den 5 Noppen, die auch das Modul mit der Kreuzung hoch ist. Jenseits der Kreuzung geht es mit dem Gefälle weiter, weshalb auch hier das Gleis langsam immer tiefer gestützt wird. Die Stütze mit dem Duplostein macht den Anfang. Danach kommen die Reifen, bei denen ich mir das überstehende Gummi zunutze mache. Ganz links kommt dann eine Stütze auf Ski an. Somit wird auch in diesem Kurvenabschnitt ein Gefälle von einer Plate berücksichtigt. Der Bereich vor den Schienen der künftigen U-Bahn ist mit Baseplates ausgelegt. Hier soll auf der rechten Seite der Unterebene eine Tiefgarage entstehen. Beim Abgleich mit der oberen Struktur sehen wir, dass exakt 7 Steine zwischen diesen Baseplates und der Oberkante der Auflage für die Baseplates oben liegen. Es fügt sich also alles ganz gut. Ein schöner Zufall ist auch, dass es von der oberen Ebene der Struktur hinunter zum Boden des hinteren Tisches ziemlich genau 20 Noppen und eine halbe Plate sind. Oder anders gesagt, eine Baseplate in Sektor Grün ließe sich auch mit diesen länglich aufgestellten steinehohen alten Baseplates stützen. So kann ich mit diesen die Grundstruktur bauen und gleichzeitig den U-Bahn-Tunnel ausgestalten. Das sähe dann in etwa so aus, ist aber erstmal nur ein loser Entwurf. Schon etwas konkreter hingegen ist es bei der Tiefgarage. Hier habe ich die ersten Säulen und die Rampe zur späteren Straße fertig. Bei der unteren Kurve habe ich statt Fliesen eine Snottbauweise verwendet, da es sonst mit der Höhe der Grundstruktur nicht mehr gepasst hätte. Wegen der Länge der Rampe habe ich sie etwas über einen rechten Winkel hinausgebogen. Dafür müssen Fahrzeuge, die in den hinteren Abschnitt fahren oder aus diesem kommen, nicht mehr ganz so scharf abbiegen. Aber wie seht ihr das alles? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für diese Folge wäre es das erstmal wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde noch an der Grundstruktur weiterbauen und würde mich freuen, euch beim nächsten Teil den Fortschritt zeigen zu dürfen. Dann wird auch mal die ganze Farbseiche versiegelt werden. Also bis dahin und tschüss.